Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Michael, der Kameramann, freut sich wieder dabei zu sein, zu Weihnachten. Genau. Und welche Farbe haben wir heute? Rot. Heute geht es nämlich um Rot. Ganz natürlich, aber guck, wir zeigen euch das mal, Micha. Genau, ganz viele Nüsse, Zapfen, ein altes Gefäß, Jute und Echtwachskerzen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und Micha schwenkt mal nach unten. Da fangen wir gleich an hier mit diesen natürlichen Sachen. Hier habe ich die sind wirklich schon richtig eingetrocknet. Die habe ich schon sehr lange. Das sind diese ganz kleinen Hagebutten. Und hier haben wir noch ein bisschen Konifere. Denn das Moos, was wir immer haben. Dann habe ich hier die Basis. Und zwar ist das ein Terrakotta-Topf. Das war komplett gefüllt mit Sukkulenten. Und die hatte ich verarbeitet und deswegen habe ich den Topf noch. Dann habe ich das Juteband und dann nochmal ein helleres hier vorne. Dann haben wir genau Nüsse, Sternanis, hier die Zapfen. Dann haben wir Zypressenzapfen, getrocknete Apfelscheiben und diesmal mit Rot, in Rot. Dann haben wir Walnüsse, Haselnüsse, Erdnüsse habe ich glaube ich hier unten. Also wirklich alles Natürliche, was man auch so in den Geschäften bekommt. Und was habe ich hier noch? Kleine rote Kugeln. Die fand ich total süß. Wir hatten gerade einen Wintermarkt, die kleinen Steckerchen, die habe ich gekauft. Und dazu passend weiße Kerzen. Dann habe ich hier hinten das Steckmosi, eine Heißklebepistole, ein bisschen Draht, eine Schere, einen Seitenschneider und eine Gartenschere. Genau. Und ich würde sagen, es geht los. Das Steckmosi habe ich einmal in der Mitte durchgeschnitten. Guck mal, und jetzt zeigen wir euch das. Stecken das hier einfach nur als Erhöhung hier in unsere Schale rein. Und was ich vorab eben noch machen möchte, ich möchte dieses Juteband, ist zwar wunderschön, das behalte ich auch, das wird natürlich benutzt, aber das möchte ich jetzt vorab einmal eben abmachen. Und bevor wir anfangen, die Schale jetzt fertig zu machen, nehme ich, glaube ich, hier dieses helle Juteband, das mache ich mir mal eben ab. Und ich glaube, gerade wenn wir auch ein bisschen weiß haben und so, passt das, harmoniert das ganz gut. Und ich werde hier jetzt hinten das abschneiden. Dann nehmen wir die Heißklebe, machen hier einen Punkt dran und kleben hier das Juteband an diesen einen Punkt einfach dran. Bisschen fixieren, einmal rumgehen und mit der anderen Seite kommen wir jetzt darüber und halten das fest. Jetzt nehme ich die kleine, schmale Jute-Kordel, die eben etwas dunkler ist, und werde hier jetzt einmal, ich würde sagen 2-3 Mal um das andere Band herumgehen. Ein paar Mal rumgewickelt, kleine Schleifchen gemacht, abgeschnitten. Und jetzt könnt ihr euch das Band auch noch so ein bisschen oder könnt ihr noch ein bisschen hochziehen. Oder so, wie ihr die gerne in Position. Ich finde das so aber ganz schön, oder? Ich kann das jetzt nicht sehen hier hinten. Hier ist es noch ein bisschen weiter unten. Das kann man jetzt noch ein bisschen nach oben machen. Und dann ist es auch ganz gut stramm und es passt wirklich perfekt. Und jetzt können wir nämlich anfangen. Wir haben ja jetzt hier hinten die Basis. Ihr könnt es auch gerne mit Zeitungspapier ausstopfen, mit Pappe, egal wie. Aber wichtig ist natürlich, ich möchte nachher hier Kerzen reinmachen, dass wir so ein bisschen Standhaftigkeit haben. Und deswegen habe ich mir hier jetzt das Steckmoos reingemacht. Und an den Seiten werde ich schon mal anfangen, hier das Moos reinzulegen. Einmal komplett oben ausgefüllt, auch nur ein bisschen raufgelegt. Und das habe ich jetzt wirklich gemacht, um hier jetzt nochmal eine natürliche Höhe zu bekommen. Und jetzt könnt ihr nämlich anfangen, wunderbar hier anfangen,
die Sachen ranzukleben. Was man auch super machen kann, zum Beispiel mit den Zapfen, wenn ihr nicht kleben wollt, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon, hier einmal nur in die Zapfe rein und ein bisschen so nach innen drücken und dann nehmt ihr den Seitenschneider, schneidet euch das ab und dann könnt ihr euch die wunderbar jetzt hier in die Deko reinstecken. Was natürlich perfekt ist, hier kann man jetzt auch ein bisschen noch an Höhe gewinnen. Wenn man da unter Nüsse haben möchte, dann kann man es oder muss man das nicht oben raufkleben und man bekommt mit dem Draht eine super schöne Höhe. Und ich fange jetzt einfach mal an mit den Zapfen. Was man auch gut machen kann, gerade wenn man die angedrahtet hat, man kann jetzt den hier auch so ein bisschen nach unten knicken. Das heißt, der Zapfen geht jetzt auch so ein bisschen nach vorne, also über die Kante von dem Topf. Das ist natürlich perfekt. Und ja, da mache ich jetzt noch mal ein paar fertig. Zapfen sind drin und ich finde, Walnüsse sind doch wunderschön. Also wunderschön finde ich für Weihnachtsdekoration. Schmecken super lecker, aber auch als Deko machen die natürlich ordentlich was her, gerade zu Weihnachten, alle Nüsse. Und wenn ihr die gerne andrahten wollt, macht es einfach so, dass ihr einen richtig schönen Klecks Heißklebe rauf macht und dann nehmt ihr euren Draht, haltet den hier so ran und wartet, bis es trocken ist. Meistens lege ich mir das einfach irgendwo hin. Und wenn der Kleber getrocknet ist, könnt ihr die wunderbar, genauso wie die Zapfen, hier einfach mit einarbeiten. Ich habe jetzt schon mal ein paar Nüsse einfach so ohne Draht reingeklebt. Einfach nur oben rauf, kann man auch super einfach nur rauflegen. Aber diese gedrahteten kann man jetzt natürlich super in Position oder eben auch schön Höhe damit bekommen. Und ich werde noch mal 2, 3 andrahten und da noch mal ein bisschen Höhe jetzt in dieses Gefäß mit reinbringen. Und ich knicke einmal den Draht und jetzt kann man das hier wunderbar auch wieder in das Steckmoos reinstecken. Bevor wir weitermachen mit dem Ausdekorieren, nehme ich jetzt die 4 Kerzenhalter und gucke einfach mal, wo ich jetzt die nämlich gerne jetzt hier platzieren möchte. Guck und stecke mir die jetzt hier schon mal so rein und ich finde, da kann man jetzt wirklich ganz quer durcheinander. Ich glaube, so ist das doch ganz gut, oder Micha? Ja, finde ich gut. Ne, die Plätze so. Man kann es auch gerne so machen. Jetzt gucken wir natürlich, jetzt haben wir hier schon ein paar Zapfen drin, wo das auch richtig schön hält. Position gefunden, einfach reingesteckt, halten richtig super. Und jetzt kann man nämlich auch anfangen, wirklich mit dem Heißkleber. Ich nehme jetzt erstmal, würde man sagen, mal ein paar Nüsse und ein paar Haselnüsse und fange jetzt wirklich an, hier mit Heißkleber alles wunderbar auszudekorieren. Einfach rein, ganz querbeet durcheinander, ganz natürlich. Und das machen wir mal eben. Zapfen, Walnüsse und Haselnüsse haben wir schon. Und jetzt kommen die Erdnüsse. Und auch die, und das ist natürlich jetzt auch nochmal von dem natürlichen Farbspiel wunderschön, die machen wir jetzt auch hier mit Kleber rein. Wie gesagt, wenn ihr Höhe haben wollt, einfach ein bisschen mit Kleber also den Draht mit Klebe befestigen und dann hier mit einarbeiten. Zypressenzapfen, auch die machen wir jetzt hier mit rein. Bevor wir jetzt weitermachen, guck mal, jetzt haben wir das richtig schön hier mit Nüssen gefüllt und mit den Zapfen nehme ich jetzt meine Konifere, da könnt ihr jetzt alles nehmen, da kann man super auch Tannen nehmen, kleine Tannenzweige und die möchte ich jetzt so ganz kleine Highlights hier noch mit einarbeiten, damit wir noch so richtig schönes Grün hier mit reinkriegen. Wunderbar ist es auch hier bei den Zapfen, gerade wenn man die hier so ein bisschen runterhängen hat, dann kann man hier da geht das jetzt gerade nicht so gut, machen wir das nochmal eben ein bisschen spitz. Da kann man die wunderbar hier reinstecken und mit den Zapfen rein dekorieren. Und die klein eingetrockneten Hagebutten, die kann man jetzt auch wunderbar hier mit reinstecken. Man kann sie auch mit reinkleben, aber ich denke, das wird so halten. Und man könnte jetzt auch Patenthaften nehmen, Krampen, aber ich denke, das hält so. Und da stecke ich jetzt überall auch nochmal so kleine Highlights mit rein.
Die Fähre ist drin, kleine Hagebutten sind drin, Nüsse, Zapfen, ich kann mich nur wiederholen. Und jetzt nehmen wir nämlich hier die Apfelscheiben und die möchte ich nämlich gerne so in die Deko-Elemente mit einfügen. Ihr guckt einfach mal, wo ihr Platz habt. Die ist jetzt relativ groß. Hier hinten habe ich noch richtig schönen Platz und die stecke ich mir jetzt hier überall mit dazwischen. Und ich finde das wunderbar, dass man das Rote jetzt so ein bisschen rausblitzen sieht. Und da könnt ihr euch jetzt dekorativ richtig schön ausleben. Wenn ihr Stellen habt, wo ihr nicht mehr so tief reinkommt, dann nehmt ihr einfach die Scheibe, die Apfelscheibe und schneidet euch so die Hälfte. Und dann könnt ihr auch da, wo man nicht mehr so viel Platz hat, die super mit reinmachen. Und den Rest hier können wir woanders mit reinstecken. Und die Zitronenscheiben, auch total klasse. Ich meine, egal ob Orangen, Äpfel oder Zitronen, kann man super im Ofen nämlich selber trocknen. Und die kann man wirklich perfekt, ich würde jetzt einfach Kreidefarbe nehmen, rübergehen und dann hat man wirklich so einen super schönen hellen Ton. Und das passt natürlich jetzt hier auch mit unseren Kerzenhaltern. Und die kann man jetzt hier, guck mal wie schön, man kann auch von oben reingucken, man sieht da noch die Struktur, auch von innen von der Frucht und auch die werde ich jetzt wie die Apfelscheiben mit einfügen. Und jetzt haben wir hier unsere kleinen Glaskugeln und ich finde, jetzt kann es richtig schön weihnachtlich werden. Jetzt kann man hier nämlich überall die Lücken, hier habe ich jetzt noch ein paar größere auch, und die kleinen. Und ich werde wirklich beide Rottöne nehmen, weil ich finde, das passt sehr gut mit der Hagebutte und mit dem Apfel. Und die haben ja nun schon Draht, das ist natürlich optimal. Und die stecke ich mir jetzt hier überall nochmal in die Lücken mit rein. Das ist mal ein Topf, ne Micha? Du und Nusstopf, genau. Und nach Weihnachten kann man alle Nüsse nochmal richtig schön knacken. Genau. Aber ganz sind wir noch nicht fertig. Wir sind fast fertig, weil jetzt kommt natürlich das Schönste. Die Kerzen kommen jetzt hier auf unsere Halter rauf. Und wir haben ja vorne das Juteband. Und ich finde das total niedlich, wenn man jetzt hier so Zahlen hat, die einfach auch nur mal auf das Juteband draufklebt. Und jetzt können wir hier von 1 bis 4, so wo man die gerne möchte oder haben möchte, hier um die Kerzen rumbinden. Und guck mal, das sieht doch schön aus, oder? Ja. Also wirklich ganz natürlich. Ich wickel mir das hier rum. Natürlich, wenn man die Kerzen anmacht, bitte aufpassen, dann abmachen. Es ist jetzt hier wirklich einfach nur ein Dekozweck. Was man hier optimal, also was optimal ist bei dieser Deko, man kann wunderbar hier noch eine Lichterkette reinmachen und das sieht natürlich wunderschön aus, wenn man die hier überall in die Nüsse und in die roten Elemente mit einfügt. Aber heute machen wir einfach hier nur mal die Kerzen. Ich binde mir hier die Zahlen fest. Guck mal hier, wir zeigen euch das mal. Ich komme mal nach vorne. Hier haben wir jetzt die kleinen Zahlen da einmal rumgewickelt. Und ich finde das richtig mit diesen Weiß und Rot harmoniert wirklich gut. Und gerade mit dem Jutestoff finde ich, ist das eine ganz natürliche Deko, aber auch mit einem Farbtupfer. Und das mit dem ganz natürlichen und weihnachtlichen Ton mit Rot. So ein schöner Terrakotta-Topf und den zu Weihnachten gefüllt. Vorher waren Sedum drin, jetzt haben wir alles voller Nüsse und Zapfen. Und wir hoffen sehr natürlich, dass euch dieses Thema gefallen hat. Dann freuen wir uns super über einen Daumen hoch, aber auch über diese wunderbaren Kommentare. Immer wieder. Freuen wir uns wirklich, ne Micha? Ja, ganz toll. Vielen Dank nochmal dafür. Ganz toll. Genau, ganz toll, doll. Also vielen Dank nochmal dafür. Und dann sehen wir uns übermorgen, genau 19 Uhr. Da machen wir nämlich die Live-Verlosung. Erst sind wir nämlich ich bin erst auf dem Adventmarkt bei Hof Oelkers. Und dann abends um 19 Uhr treffen wir uns hier live und dann machen wir die Verlosung. Es gibt auch noch 2 Trostpreise. Wir freuen uns super, oder? Ja. Genau. Also ihr Lieben, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und bis dann, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann zu Weihnachten. Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Now the years past and I don't